So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Und nachdem die letzte Reaction auf das Video von Heiko Kalbach so gut angekommen ist, habe ich gedacht, das Format, das behalten wir mal bei. Und wir reagieren heute wieder, beziehungsweise ich reagiere und ihr dürft mir dabei zuschauen. Nicht auf den Heiko, sondern auf den Jo Lindner. Viele kennen ihn von euch wahrscheinlich als Jo Aesthetics auf Instagram. Das ist der crazy Typ, der seine Alien Chest Gains immer zeigt, diese flimmernden Brustmuskeln. Wir blenden das hier einfach mal kurz ein. Die Leute, die meinen Kanal fleißig verfolgen, wissen, dass ich Anfang des Jahres den Jo persönlich getroffen habe in Bangkok in der Muscle Factory. Da haben wir ein bisschen gequatscht und seitdem sind wir ab und an ein bisschen am Hin- und Herschreiben auf Instagram. Und ja, ich habe schon des Öfteren versucht, ihn tatsächlich mal auf meinen Kanal zu bekommen. Unter anderem für das Format Was ballert, ja, Was ballert Jo. Da hat er sich ein bisschen gesträubt. Verständlich, mag nicht jeder öffentlich drüber reden. Und umso mehr hat es mich heute gewundert, denn er hat ein Video rausgehauen mit dem Titel vor 10 Minuten ungefähr. How I First Got in Touch with Steroids. Also er berichtet jetzt anscheinend doch über seinen Steroidgebrauch, beziehungsweise über keinen Steroidgebrauch. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall ist es ein heißes Thema, denn sehr, sehr viele Leute wollen aussehen wie er. Er ist sehr ästhetisch und da kommt natürlich immer die Frage auf, was ballert so jemand, damit er so aussieht? Ist er vielleicht ein Fake-Netty? Offensichtlich nicht. Ist da sehr viel Trend im Spiel, andere Dinge oder vielleicht doch nicht so viel, wie ihr denkt. Auf jeden Fall ist Jo eine ehrliche Socke und redet eigentlich kein Bullshit. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie das Video ausfallen wird. Ich schaue es mir an, ihr auch. Auf geht's. Hola amigos, what's poppin', Bruski? It's me, Joe. Hey, real quick, this is the video you've all been waiting for. Yeah, man, finally I come up with the truth because I'm so sick and tired of people accusing me of this and that, and I'm like, brother, listen, let me tell you the truth. Because why should I hold back, man? I have no problem with telling everything like it is. Because everyone's like, you fake, you don't tell the truth, BSing everyone, just selling bullshit. No, man. Man muss dazu sagen, er ist schon in Vergangenheit hat er schon offen zu seinem Steroidkonsum gestanden. Er hat nur meines Wissens nach noch nie genau gesagt, was er genommen hat. Probably the most honest person in the world, and I would really like to talk about everything, but it's just not possible because, let's say, in some countries stuff is illegal, like I once mentioned before. But listen, this is how I got introduced to PEDs, aka performance-enhancing drugs, or steroids or anabolics or whatever you want to name them or call them. So the story is quite cool. So first up I started training right when I was like, 17 or something. It's like 10 years ago. And then I was lifting and I was this hardcore natty boy, you know. And I was working in a club as a bouncer, yeah, as a security, you know. Can you imagine me, 18 years old, working in a club as a bouncer? Ich dachte, man muss immer schon relativ breit sein, wenn man irgendwo als Türsteher arbeitet. Anyway, so these guys, the other security guys, they were quite built and they were quite much older than me. And then one time, the other guy came and he looked at this other security and he's like, yo bro, are you juicing? Man, you look quite swole, man. How the hell is this possible that you make so quick gains? Like from 1 week to another, he looked completely different, literally. And then he's like, oh yeah, man, I'm taking something. And then, well, you know, can you imagine me, young boy, little boy standing next to them like, huh? What are they talking about, bro? What? And then I was like, oh, I'm curious, you know, I want to see what is this stuff all about. And so these guys, they told me like, oh man, oh, you train as well? I mean, yeah, you could take something. And I'm like, no way, bro. I could take something. Hey, what should I take? Okay, then they're like, oh, yeah, you know. Ich ahne Böses, ist auf jeden Fall genau die Herangehensweise, wie man es nicht machen sollte, sich einfach von irgendjemand dazu überreden zu lassen, ja Bruder, du musst einfach das und das knallen, dann siehst du auch so aus. Bitte mach den Scheiß nicht nach, aber inzwischen sind wir 10 Jahre in der Zukunft und die Informationen, die man dazu braucht, sind eigentlich für alle verfügbar. You could take the anabol. That would be good for you. Klassiker, schön die. I never tried something and I'm like, oh yeah, Tipo? Ah, that's tablets, right? Okay, tablets. And they said, yeah, we can get you some tabs. You know, and I was like, that's much better, you know. You don't want to inject stuff in you. You just want to take some tablets. Massive gains. So the other guy, then I think 2 weeks later or so, paid $100. He brought me a dose pill box of dianabol tablets. And stupid as I was and young as I was like, oh, how much should I take? And ask these guys for advice. Okay, anyways. And then they're like, yeah, you just take 2 tablets a day, 1 in the morning, 1 in the evening. So I did this.
and didn't feel anything. Like literally, this must be... Okay, 20 Milligramm Dianabol, das ist natürlich nicht so viel. Heutzutage ist ja relativ normal, dass die Leute mit Testosteron-Inhaltat ihre erste Kur anfangen. Wenn man mal ein bisschen zurückschaut, war es tatsächlich damals so, dass die Leute ihre ersten Kuren meistens mit Dianabol oder Oxymethylon gefahren sind. Heute wird sich da extrem drüber aufgeregt, ja, Orals only sollte man nicht machen, allerdings müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Dosierungen von 20 Milligramm werden jetzt nicht dazu führen, dass ihr innerhalb von ein paar Wochen Leberschäden davon tragt, solange ihr keine Vorerkrankung habt. Must have been fake. But, so I was going back to the guy and I was like, bruh, this is shit, man. This is not good stuff. This is not working for me. I need better. So they're like, oh yeah, okay, yeah, I know exactly what you need to do. So me and my other security guy, homie, we driven to this other security's home, and then he's like, okay, man, this is the serious stuff. And I'm like, okay, what is it? And he's like, yeah, you're gonna take testosterone. And I'm like, ooh, testosterone. That sounds dangerous, bro. Anyways, so as I was young and stupid, I didn't know anything, you know. I was just listen what they say. And as you get caught up in the moment, you're like, oh, yeah. Oh, okay, yeah, sounds, okay, good, let's do. Anyways, so then he gives a bottle of test, and he gives a bottle of Tren. Yes, brother, Tren, can you imagine? Okay. Erst die Anabol und dann Tren, also genauso wie man es nicht machen sollte, aber nice Uhr hat er, auf jeden Fall. Völlig random, aber schöne Datejust. Spinning around. It's just that you can see that I'm spitting so much because of the light. Anyways, okay, listen. So he gave me the bottle of test and a bottle of Tren. So he gave me test inantate. And then he gave me a bottle of Tren acetate. First of all, medical disclaimer, I don't want to recommend anything. No, this is not good. Don't try this at home. Steroids are bad. Please don't do drugs. They will, okay, I'm not a doctor, I'm not a medical, whatever. I don't want to recommend anything. I'm just talking about a story that I was hearing. Ja, ihr solltet alle so schlau sein, zumindest die Leute, die meinen Kanal verfolgen. Ihr macht so eine Scheiße natürlich nicht. Yeah, I was just hearing it. Now I would say it was my personal experience. Who knows, right? Don't try this at home, okay? Please, because this is ridiculously stupid. And I don't even want to admit that I did this, but I did. And I have no problem with telling the people the truth, bro. I can just tell it like it is. I don't want to hold back anymore. Anyways, okay? Test, Tren. And this is test inantate, this is Tren acetate. So this is a quick ester. That means like you have to inject it more often, because otherwise you will go up and down. So anyways, then test E is like 5 days, blah, blah. Anyways, don't go too deep in this topic. So he says, the test E you take every second day, and also the Tren A you take every second day. So you start with this one, 0.5 cc, 0.5 cc every second day. Okay, ehrlich gesagt, 125 Milligramm Testo E jeden zweiten Tag, das wäre zumindest ja schon mal meine klassische Anfängerkur. Mit, was haben wir, 0,5 Tren Acetat jeden zweiten Tag, also 50 Milligramm jeden zweiten. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Okay. Finish, that's good. So I was like, oh, okay, let's do this. But can you imagine, the Tren A is like instant, like within 48 hours it has some effect, because it's a fast acting ester, or ester, I don't know how to call it. And the test is like, when you first start up taking test, and it takes like 4 to 6 weeks until your test level slowly rises up and then your body adapts, and the test inantate is just not gonna do it in the next 2 or 3 days, but the Tren A is gonna do it for sure, brother, can you imagine? So I mean, this is the most stupid thing in my life I did probably. Okay, so I went there and I couldn't even do this myself. Like, I mean, I'm scared of needles and like, I should inject something, bro, are you ridiculous or what? I can't do this, man, sorry, no, I'm out. So it's like, no. Anyways, the truth is, he just tried to sell me the stuff that he didn't need, bro. Ich wollte gerade sagen, es klingt wirklich ganz genauso. Ja, hier hast du noch eine Vial Tren A. Das klingt so nach dem Motto, die hat er noch liegen, die wollte er einfach irgendwie loswerden. Und er hätte ihm wahrscheinlich auch irgendeinen anderen Scheiß noch verkauft. Also die letzte Person, an die ihr euch halten solltet, wenn es um Steroiddosierung und allgemein Stacks geht, ist euer scheiß Dealer. Der möchte an euch Geld verdienen. Und dem ist es scheißegal, ob das nachher gut funktioniert oder nicht. Der möchte im Endeffekt nur, dass ihr schnell Geld bei ihm lasst. Und ja, am besten kommt er auch noch wieder und gebt nochmal Geld bei ihm aus. Can you imagine? So he was having the shit laying around, he wanted to get rid of it, and then he sold it to me. This is the story. Good, no? And he didn't, I mean, yeah, can you imagine? He doesn't even mind that I might suffer some serious problem, getting some serious problem rather. So
0.5 cc, 0.5 cc. After like 3 days, I feel like, holy moly, broski, my nipples are hurting like crazy, you know, my tits. What is this shit, man? And then I do some research and I found out like, oh yeah, it's like estrogen can rise up, right, because of test. I didn't even realize that this is because of the trend. Anyways, back in the days then I was like, oh, okay, shit, man, I need some estrogen blockers, or I need some kind of, what is it called, like some, anyway. Then I went to my homie and I said, bro, I need something, it hurts so bad. Then he gave me some tamoxifen tablets and I took these and it didn't help, and I was like, oh man, no. Like 3 times I injected that stuff. Like 1 week, can you imagine, every second day, okay, in like 1 week or 6, 8 days, you're done. And I was then done. And after like 3 days, I had this crazy negative side effects already go. Okay, das ist wirklich krass, ne? Bei 50 Milligramm Tren A jeden zweiten Tag, dass so schnell Prolaktin, darauf spielt er hier gerade an, dass so schnell Östrogenprobleme auftreten, halte ich für eher unwahrscheinlich. Die hätte er wahrscheinlich auch bei Dianabol schon gehabt. Prolaktin steigt natürlich relativ schnell an, aber dass man bei so einer geringen Dosierung so schnell Probleme kriegt, ist auf jeden Fall eher ungewöhnlich. Hat bei ihm aber auf jeden Fall gekickt. Man muss dazu sagen, sein Körper war das auf jeden Fall noch nicht gewohnt. So I was like, holy broski, I need to stop. And back in the days I was still like this whole hardcore natty guy who was like, I will never take anything, and everyone who takes everything is an asshole because they're cheating. And this is not good, and yeah, this is how you think, bro, because everyone who's taking something doesn't need to work hard, which isn't true, because they also have to work really hard. It might just enhances everything. Okay, so then I stopped like after a week, but it still didn't wear off. You know, the story is like, fuck, when I had problems with my nipples for like 8 months, like seriously, bro. And the next problem was I completely crashed my own hormones. Okay, so then I had a not too nice libido back in the days, and I was not feeling too good. I still looked decent. I was getting a bit more full bloated because I don't know why, maybe my estrogen went up. So a lot of really bad things happened, and then I was really like, no, I don't want to do this, man. This is not what I want to do. But first up. Okay, krass, ne? Kein Östrogenhemmer drin gehabt, Östrogen steigt, gleich von Anfang an Prolaktinprobleme gehabt. Erst Dianabol, was wahrscheinlich Fakes waren, dann kein Östrogenhemmer, gleich Prolaktinprobleme. Eigentlich die volle Bandbreite an Nebenwirkungen bekommen. Da kann ich relativ schnell verstehen, dass er gar keinen Bock mehr auf die Nummer hatte. This is totally stupid, man. The guy recommended me taking test E, which is a slow ester, and the Tren A together. Together, you'd never do this from the first place, you know. You never start like this from the first place, bro. Also man sollte natürlich nicht mit so einem Scheiß anfangen. In der Praxis ist es aber so, dass es kein Problem ist, lange und kurze Ester gemeinsam zu initiieren. Allerdings natürlich nicht als allererste Kur. Das muss man dazu sagen. No! And even if you ever wanted to do something, why not just take some tests and then see how it goes, and then do your blood work, and then you can see this, and then you need to do this properly. And I just want to make this video because I know, in fact, someone of you guys is out there in the gym showing you best made my pictures, and it's like, this is how I need to look, brother. Can you help me? And then your mate goes like, I know exactly what you need. And then he shows you all these things that you should take because you want to look like me, right? And then the truth is, 6 months later, you're having a massive gyno, you look like shit, bloated. Das würde mich jetzt erst ehrlich mal interessieren, ob er auch tatsächlich eine Gynäkomastie bekommen hat. Wenn er wirklich nur eine Prolaktin-Problematik hatte, dann haben ihm vielleicht die Nippel wehgetan und er hat vielleicht sogar laktiert, aber es ist kein festes Gewebe gewachsen. Allerdings hat er ja auch kein Östrogenhemmer genommen. Und wie so viele, die meisten Leute haben später irgendwann eine Gynäkomastie-OP. Ja, schönen Gruß mal an den Mike, der gerade eine hatte. Ich habe auch schon eine gehabt und die meisten Profis und die meisten Bodybuilder hatten auch eine. Ich finde, bei ihm sieht man es auf jeden Fall nicht. Acne like crazy. Maybe you ruin your life because of this. You're taking a lot of stuff and then you realize, hey, I still don't look like Joe. Maybe he's taking even more. No! No! No, bro. It's just not like that, okay? But I just want to warn and stop people from doing this. Don't listen to your homie because I'm telling you exactly what I do. Should I come up with this right now? Fuck, man, this is a really hard topic. I have a really hard time just to... Das ist natürlich wirklich schwierig. Problematik, die ich auch immer habe. Ich sehe nicht so krass aus wie er. Wir sind natürlich in einer anderen Gewichtskategorie. Er ist ein kleines Stückchen größer als ich und läuft year round sehr, sehr shredded mit knapp 100 Kilo durch die Gegend. Aber die meisten Leute wollen natürlich
eher so aussehen als wie ein wirklich kranker Bodybuilder. Und wenn er jetzt tatsächlich raushaut, was er gerade macht, ist die Gefahr natürlich groß, dass die Leute das nachahmen. Ich kenne ihn, wie gesagt, persönlich ein bisschen. Ich habe ihn auch beobachtet und er ist einer, der wirklich extrem diszipliniert ist. Der ist quasi das gesamte Jahr über im Kaloriendefizit, damit er seine Form, der ist konstant wettkampfready. Ja, der könnte sich zu jeder Zeit auf eine Men's Physikbühne stellen und würde da einfach abräumen. Und ja, da könnt ihr an Stoff nehmen, was ihr wollt. Das wird nicht funktionieren. Der hält das ganze Jahr konstant Diät, ist extrem diszipliniert. Und da ist natürlich schnell mal gesagt, wenn ihr das und das und das nehmt, dann seht ihr so aus, weil das Gewicht, was er hat, für viele wahrscheinlich relativ erreichbar ist. Ja? Der Look ist für die allermeisten überhaupt nicht erreichbar. To come up with this, you know, bro, if you hate on this, I don't mind, you know, because I just want to be real. I really want to be real. I want to be as real as possible and not like everyone else, like, oh, I'm nerdy, but you're not, and it's obvious, and I have no problem with admitting to the shit that I did when I was younger, because the problem was doing doing another weird shit. You know, I crashed my hormones level quite sometimes, and the truth is then it didn't came back. I went off for 1 year straight, man, and I did another test and my levels were so low that... Würde mich jetzt interessieren, ob er vernünftig abgesetzt hat oder ob er einfach kalt rausgegangen ist. Dann kann es natürlich sein, dass man sich selbst mit der ersten Kur schon komplett die Achse killt, gerade wenn sowas wie Trennen mit dabei war. It was like, what should you do, brother? You know? So... Then I wanted to make sure everything is legit, because I'm in Germany, right, and stuff is illegal or not illegal, but needs a prescription. So, okay, I don't want to do this massive stuff like a lot of people do. I just wanted to make sure I feel good. You know what I mean? I had really hard time going on when you go off cycle, or just the thing that I did, your estrogen bounces up. You know, you're getting a lot of mindfuck actually going on, which can make you depressed. And then also my own test level, they didn't really come back. I didn't do any PCT. The second time when I went off, also er hat wirklich keine PCT gemacht und dann ist es auch nicht verwunderlich, dass die Werte am Arsch sind. Also lasst euch bitte nicht so einen Scheiß erzählen, dass ihr Testosteron einfach ausschleichen müsst. Ja, es gibt vielleicht ein paar Leute, bei denen klappt das, die haben Glück. Aber bei einem ganz großen Teil der Leute funktioniert es nicht und dann habt ihr wirklich langfristig richtig Probleme. Doctor, oh shit, man. We are now at the first experience, and now I said at the second time I went off. In between that there was another story, but this is another topic, another time. Just now I wanted to make this clear that I'm not natural. Yeah, now everyone is fucking shocked. I'm sorry, bro. I'm not natty, but I'm also not juicing like crazy. Can you imagine? The only thing, because people, they look at me and they say I'm so ripped and I need to take this, I need to take that, I need to take Tren, I need to take Mass, I need to... No, man! I'm literally using a bit of test. And everything that I'm using, I got a prescription for, believe it or not. I went to the doctor, I made sure that I can get everything that I need, everything that is required, legitimately, that I don't get in trouble with the law, that I can travel around the world and take that stuff with me, that I have my prescriptions, that I get my blood works done, that I see all these things going on, and then you can do it, you know? And not stupidly do it, like this other story that I'm going to tell you about my second experience with... Okay, also er ist auch auf TRT, er wird wahrscheinlich eine nette TRT haben, wahrscheinlich so 250 alle 6, alle 5 bis 7 Tage, denke ich. Und das halte ich für durchaus realistisch, dass er damit seine knappen 100 Kilo, die er hat, hält. Wie gesagt, er hat eine sehr gute Veranlagung, er lebt vor allen Dingen von seiner Linie, ne? Er hat eine ultra schmale Taille und wie gesagt, ich habe ihn schon in echt gesehen, der ist nicht ultra massiv, aber wie das halt ist bei Leuten, die extrem trocken sind und das ist er year-round und das liegt nun mal an der Diät und nicht an irgendwelchen Stoffen, ja. Ich bin das beste Beispiel dafür, wenn es irgendeinen Stoff geben würde, dass ich einfach year-round shredded bin, dann würdet ihr mich year-round shredded sehen, das funktioniert nicht, ja. Dementsprechend, jetzt werden die Leute wieder kommen, sagen, bla bla bla, stimmt nicht. Aber mir glaubt auch keiner, dass ich 90% der Zeit auf TRT bin und trotzdem 130 Kilo wiege und Leistung im Training bringe. Genauso wenig wie die Leute Mike Sommerfeld glauben, dass er mit 250 Testo in der Woche sein Gewicht hält. Die Realität sieht aber nun mal so aus, wenn die Genetik passt. PD, which was that the guy was recommending us shitloads to take, like shitloads to take. And we were stupid. We took it without asking. Und jetzt werden auch wieder die Kommentare kommen, er hat den Körper nicht mit 250 Testo aufgebaut. Der hat wahrscheinlich wirklich schon die ganze Bandbreite genommen. Wie gesagt, er hat schon angefangen mit Trennen. Da wird mit 100%iger Wahrscheinlichkeit auch HGH mit im Spiel gewesen sein. Jetzt sind wir nur wieder genau bei derselben Geschichte. Die Mengen, die ihr nehmen müsst,
um ein bestimmtes Level zu halten. Gerade wenn ihr da schon länger wart, wenn ihr einen Setpoint für eure Muskulatur gesetzt habt, ist viel geringer, als die meisten Leute denken. Das hat bei mir ewig gedauert, bis ich das geschnallt habe, bis ich meine Angst sozusagen überwunden habe, auch mal weniger zu nehmen. Und siehe da, meinem Körper ist es völlig egal, ob ich viel oder wenig nehme. Wenn ich einfach alles entspannt mache, ich wiege immer 130 Kilo, ich habe immer meine Kraftleistung und er hat gar nicht das Ziel, groß weiter aufzubauen. Er möchte sein Business pushen, er ist Fitnessmodel, extrem erfolgreicher Influencer, ich glaube mit 2,5 Millionen Followern auf Instagram und ist einfach konstant gut in Form. Ja. Can you imagine? And then a lot of other shit happened again. And I wanna share my experience because I know there's a lot of people out there like you, bro. They're still doing all these kind of things. And I wanna warn you. And I wanna make sure that you are not going out and ruin your health and you ruin... Man muss aber übrigens mal sagen, dafür, dass er 2,5 Millionen Follower auf Instagram hat, ja, ist mein Video-Setup deutlich professioneller. Also, jo, nächstes Mal nicht gegens Licht filmen. Your body and you ruin your life because you are just following some stupid advice of a guy in your gym or maybe some guy in the internet that you just found. I don't want to give you advice. I just want to talk about my experience and warn you. I'm telling you, don't do steroids if it's not necessary, needed. The problem is, people they do all the time, the people they are abusing a lot of stuff. It's not only this, but can you imagine? It is just not publicly accepted. This is why bodybuilders never came up. I mean, if you are doing some other sport and you're having a fair advantage because you're cheating with somehow, I don't know, because you're using a bigger gun or you're having a bigger cricket stick or whatever it is, then it is something. Bigger cricket stick. Man sieht, er ist in letzter Zeit relativ viel in UK unterwegs mit den Jungs von Vanquish. Ich denke, das wird auch ein Anreiz gewesen sein, warum er jetzt so offen über das Thema redet, weil die ganzen Jungs in UK, da ist die Rechtslage ein bisschen anders, da ist sowohl Konsum als auch Besitz keine Straftat, Erwerb auch nicht. Deswegen sind die Jungs da drüben alle relativ offen mit ihrem Steroidkonsum und ich denke mal, da hat wahrscheinlich der eine oder andere mit ihm ein bisschen drüber geschnackt, deswegen kommt auch jetzt das Video. Like physically, and it's nothing that you're putting some crazy substances in your body that change the way you look. Actually, they mildly change the way you look, but then people, they compare me with these guys who are juicing up like crazy, and I don't want to do the competitions for a few reasons. I also will tell you about why I don't want to do the competitions, because this... Ich glaube, er hat aber tatsächlich schon mal einen Wettkampf gemacht, der ist schon beim DBFV gestartet. Er kommt irgendwo aus dem tiefsten Bayern. Und bevor er, ich will jetzt nicht sagen berühmt geworden ist, also offensichtlich ist er sehr berühmt, ist er auch bei unserem deutschen DBFV-Gammelverband gestartet. I don't want to do this. No, I don't want to do this, you know, and these people who are competing. Und alle Leute, die wissen, was schon im Amateurbereich gefahren wird, da ist wie gesagt Propi, Droster, Tren A, Winstrol ist einfach Standard, selbst schon in der Men's Physik. At the highest level, don't get offended. Not a nice life, you know. Every day having to do this, every day you can't even go this and there, you need to take your meds and this and insulin and blah blah blah. Stay away from me with all this. I don't judge. Do whatever you want, but just don't say I only look like this because I do all these kind of things. I'm gonna tell you exactly what I'm doing and what I'm really doing. And it's so little. It's so slightly, man. It's like Coach Greg sits there, it's like on TRT. And it's literally what I am. I'm on TRT, my friends. Holy fuck, man. I'm getting a high heart rate because this is a very emotional moment for me. Like I said, I didn't even think about coming up with this, but I'm just sick and tired of all these people hating you. Like, you're not real, you're just lying, you want to sell. I don't want to sell you anything, and I'm not lying, and I don't want to be fake. I don't want to lie to you that I'm not taking anything when I'm there and I'm slightly enhanced. Yes, slightly enhanced, bro, that's it. That's it. And nothing more. Seine Prioritäten sind auch and einfach then anders. People that don't even believe me. And this is the next problem that I have, because people, when you meet someone in the gym and you ask them. Das finde ich aber ist sehr ein schönes Beispiel. Ja, mich fragen ganz oft Leute so, ab wann ist es denn okay, Steroide zu nehmen? Ja, ist es okay, Steroide zu nehmen, wenn ihr Wettkämpfer seid? Ist es okay, Steroide zu nehmen, wenn ihr Anti-Aging machen wollt oder euch einfach nur besser fühlen wollt? Das müsst ihr im Endeffekt immer für euch selber entscheiden. Ihr müsst euch natürlich bewusst sein, dass ihr euch strafbar macht, aber ich finde, es gibt kein Level oder so, wo es okay ist, Steroide zu nehmen oder nicht. Das ist eine Entscheidung, die müsst ihr für euch treffen. Und wenn es eure Lebensqualität erhöht,
dann wer bin ich denn, was dagegen zu sagen? Ja? Und wenn es im Fall von Jo so ist, er nimmt vielleicht wirklich nur 1 Milliliter Testo in der Woche, hat ansonsten sehr, sehr viel um die Ohren. Das ist etwas, was zu seinem Lifestyle passt. Ja? Er sieht natürlich konstant immer ein bisschen besser aus, als das Netty sein oder als Netty aussehen könnte. Man muss auch ehrlich sagen, der Körper verzeiht ein bisschen mehr, wenn man auf Stoff ist. Ja, gerade wenn er chaotische Tage hat, mal ein paar Tage nicht so essen kann, wie er ist, verliert er nicht gleich Muskulatur. Dementsprechend halte ich das Ganze schon für sehr realistisch. Remember what you're taking? Most of the people, they will tell you this dosages and it's really underdosed, you know what I mean? And the next thing was I always was kind of scared what kind of stuff and things to buy, because it's always black market, you never know about the quality, and then you're injecting some stuff in your body where you don't even know where it comes from. Das stimmt. Not the smartest choice. I mean, I've seen things where some guy almost got his leg amputated because he had a bad shot. So this is a really dangerous topic, and once again, don't do this, please. This is not a video where I give any advice or something. I just talk about personal experience and things that I see, things that I've heard and things that I've talked about with other people, you know. Stimme ich ihm übrigens komplett zu. Ja? Die allermeisten von euch, die mit Steroiden hantieren, die sollten wahrscheinlich wirklich nicht mehr als Testosteron brauchen für den Look, den sie eigentlich erreichen wollen. Und wenn ihr wirklich nur Testosteron nehmt, dann seid so schlau, geht zum Arzt, lasst euch Testosteron verschreiben. Ja? Ihr seid A, auf der legalen Seite, ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass ihr euch strafbar macht, und ihr könnt euch auch sicher sein, dass das, was ihr injiziert, auch das ist, was ihr denkt. Die Leute, die haben immer die komischen Erfahrungen oder die komischen Vorstellungen, wie so ein Untergrundlabor aussieht. Ja, meistens ist es so, irgendwo in einem Wohnzimmer oder in der Küche puncht da irgendjemand die Scheiße zusammen. Also das wird nicht unter hygienischen Bedingungen gemacht, und die Leute neigen dazu, sobald etwas in einem Karton mit einem bunten Glitzersticker ist, zu sagen, oh, die Qualität ist sehr, sehr gut. In der Realität sieht es aber so aus, das ist genau dieselbe Scheißbrühe, und die Leute wollen damit Geld verdienen. Denen ist es scheißegal. Deswegen gibt es so oft Urlaubs, die verkaufen dann auf einmal Trennen, obwohl das Testo ist und so weiter, weil dann war vielleicht der Rohstoff leer, aber die müssen ihre Marge weiter aufrechterhalten und. Und wenn da mal, keine Ahnung, der Filter kaputt gegangen ist, ja, und trotzdem, dann werden die Vials einfach so zugemacht, ohne dass es gefiltert wurde. Denen ist das scheißegal, ob ihr einen Abszess bekommt oder nicht. Ja, dementsprechend seid da wirklich, wirklich vorsichtig. And I just try to warn you, please, you can develop a really good physique when you are natty, and I will make this transformation video about my whole journey. I have everything where you can see me from the start, from zero to looking good natty, to starting this, getting enhanced, getting off, getting back on, getting back off, getting back on, getting back off, looking insane, and then went off for 1 year straight. And how I looked after 1 year while stopping everything, and then I went back on, and why I went back on in all this. Ich bin auch übrigens überzeugt, dass es Leute, die noch eine deutlich bessere Genetik haben als er, das durchaus schaffen, nach, sagen wir, 10, 12 Jahren vielleicht Training, natural so gut auszusehen oder sogar noch besser. Ja, also lasst euch da nicht verunsichern. Es ist durchaus möglich, so natural auszusehen, wenn es bei euch genetisch in den Karten ist. Ja, aber dann ist immer die Frage, wie viel Aufwand müsst ihr betreiben, um so auszusehen? Ist euch das wert? Oder wird dann doch lieber nachgeholfen, weil es teilweise auch einfach der einfachere Weg ist? On in all these kind of things, yes. I will explain to you in another video, bro. But this should be it. I hope you appreciate it, like that I come up with this, and I do this for you, man. I do this for you to share my experience, to warn people that they are as stupid as I was, because you are young and dumb, man. It's like that, and you see some guy who looks bigger than you, and you will just believe whatever he says because you think like he can make you look like him, or he can help you to look like your idol, and then you're like, Joe, you are my idol, can I look like you? And I'm like, maybe not exactly like that, but almost. Seriously, bro, almost. And I will show this in another video where we can see my test levels as well. And I will show my test levels from the blood work that I just did then. Where you can clearly see that my test levels are slightly on the lower top of the range. That's it, on the highest end of the normal range. Nothing too fancy. No trend. No huge test dosages, no whatever, you know. I mean, I will talk about this, what I said, that this other guy was stupid, and when I first wanted to do a competition, then there was another guy
who recommended us tons of roids, man, and he was always like, a lot helps a lot. When I think about it, when I see him again, I would like... Okay, wir beenden das Video mal an dieser Stelle. Ich denke, alles, was er zu dem Thema sagen wollte, hat er gesagt. Ich fand es ein sehr, sehr gutes Video, gibt nochmal einen schönen Eindruck. Und ich bin mir sicher, da kommt noch ein zweiter Teil, beziehungsweise ich weiß, dass da noch ein zweiter Teil kommt. Wir haben da eben schon kurz drüber geredet. Ich hoffe, das rückt mal so ein bisschen die Perspektive gerade, dass man vielleicht nicht so viel Trend, Droster und Co. braucht, um diesen Look zu halten, wenn es wenn es genetisch in euren Karten steht. Ja, ich denke, wenn das zweite Teil oder der zweite Teil davon rauskommt, wird es auf jeden Fall nochmal ein kleines Reaction-Video geben. Und an dieser Stelle lasst mir mal einen schönen Abo da, lasst ihm ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!